Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Podcast. Heute wird es darum gehen, sich dem Thema zu öffnen, was kann man tun, wenn man ein Vorhaben nicht durchziehen kann, wenn man dieses Vorhaben immer wieder sabotiert sieht. Also einfach, wenn das Leben einfach wäre und es einem alles so gelänge, das wäre quasi das Gegenteil von dem, was ich heute zum Thema mache. Also zentrales Thema ist, egal in welchem Lebensbereich du hast dir etwas vorgenommen und du machst mehrere Anläufe und es funktioniert einfach nicht. Was kann man da tun? Wie kann man damit umgehen? Nun wünsche ich dir viel Freude an dem neuen Podcast und meinen Gedanken zu diesem Thema. Ich habe irgendwann mal versucht zu begreifen, dass wenn Dinge so gar nicht gelingen wollen, dass man die dann sein lässt. Dass man die loslässt, dass man sich damit nicht mehr beschäftigt, dass man seine Energie nicht mehr auf Dinge fokussiert, die einfach nicht gelingen wollen. Sei es im privaten Bereich, sei es beim Herstellen von irgendwelchen Rezepten, die einfach nicht gelingen wollen, beim Führen von irgendwelchen Diskussionen, die zu keinem Ende führen, oder auch festzuhalten an irgendwas, was man unbedingt bekommen, erreichen, erlangen möchte, sei es ein Reiseziel erreichen, also eine Reise so zu buchen, dass die Reise bestmöglich im Vorfeld überlegt, durchdacht und organisiert ist. Und dann stellt man vielleicht kurz vorher fest, dass sich da überall irgendwelche Hindernisse aufbauen. Und solche Situationen meine ich, also Situationen, die einfach nicht einfach so laufen, wo der Aufwand so anstrengend, so energieraubend ist, dass man sich überlegen kann, was hält mich gerade davon ab, dieses Ziel zu erreichen? Oder anders formuliert, gibt es etwas, was vielleicht im Nachhinein betrachtet dafür sorgen soll, dass ich das Ziel aus den Augen verliere oder dass ich das Ziel schlicht und einfach loslasse? Wie schafft man es, wenn sich alles gegen ein Ziel wehrt, also wenn alles versucht, die Zielerreichung zu vereiteln, darauf mit Gleichmut und Gelassenheit zu reagieren? Das ist meine Frage. Und das ist eine Frage, die ich ans Leben stelle. Und du weißt schon, wenn ich Fragen ans Leben stelle, dann benutze ich öfter meine Technik, Hand aufs Herz. Und das will ich auch jetzt tun. Also ich würde, falls du auch ein Thema hast, wo sich alles Mögliche aufbaut, um dieses Thema zu verhindern, also den Erfolg, die Zielerreichung zu verhindern, könnte ich sagen, wir nehmen jetzt gemeinsam dieses Ziel in unseren Fokus und fragen unser Herz. Und ich frage mein Herz und ich frage meine innere Weisheit und mein höheres Bewusstsein, um was geht es eigentlich wirklich, wenn sich alles gegen dieses Ziel wendet?
Ich bekomme als Antwort ein Straßenschild. Und zwar gibt es ja dieses Einbahnstraßenschild und es gibt dieses Schild Verbot der Einfahrt. Und meine intuitive Deutung ist sofort, handelt es sich vielleicht um eine Strategie, die im Moment noch von den nicht ganz richtigen Ausgangsvoraussetzungen ausgeht. Also, weil es dieses Schild ist, denke ich, solltest du den Weg vielleicht genau von andersrum aufzäumen. Und ich frage mein Herz und ich frage meine innere Weisheit, ist das damit gemeint? Da kommt sofort ein Ja und Nein. Das Ja bezieht sich darauf, es kann so sein, dass es einfach noch die falsche Strategie ist. Dann könnte es andersrum funktionieren. Und ich frage mein Herz und ich frage meine innere Weisheit. Worauf bezieht sich denn das Nein? Da kommt so eine Antwort, wenn der Kampf zu groß wird und zu viel Energie raubt, dann ist es wichtig, loszulassen. Ja, und das ist schon meine Botschaft für heute. Vielleicht ist es wichtig für uns zu merken, wann der Kampf in einem Thema einfach zu groß wird. Und wir könnten dann anfangen, uns zu dem Thema umzuorientieren. Und es genau nochmal anders anzugehen, beziehungsweise das Thema loszulassen. Also umzuorientieren, darin steckt ja auch die Option, das ganze Thema fallen zu lassen. Wenn es aber so sein sollte, dass du das ganze Thema fallen lässt, dann kannst du dich entscheiden, dieses Thema immer wieder loszulassen. Das wird vermutlich nicht mit einer einzigen Entscheidung, also mit dem Benutzen der Technik und dem einmaligen Aussprechen der Entscheidung zum Loslassen funktionieren, vielleicht doch, aber vielleicht auch nicht. Und der Entscheidungssatz wäre, und ich entscheide mich jetzt dafür, dieses Thema lasse ich jetzt komplett los. Und ich entscheide mich dafür, alles, was dazugehört, von dem ich dachte, ich müsste es unbedingt vorantreiben, lasse ich jetzt total los, komplett, bis in alle Sphären, wo dieses Thema für mich abgespeichert war. Und ich entscheide mich, in die Zuversicht zu gehen und vermute und gehe davon aus, dass etwas Größeres, was ich im Moment noch nicht erfasse, die Angelegenheit für mich zum Bestmöglichen regelt. Und ich bleibe weiterhin im Jetzt und in der Gewahrsamkeit, in dem Gewahrsam, in der Aufmerksamkeit. Und frage ruhig immer wieder, gibt es noch Reste, die ich noch loslassen muss? Und dann gehst du nochmal mit dem Entscheidungssatz vor, Hand aufs Herz. Und ich entscheide mich auch, die Reste jetzt loszulassen. Und ich entscheide mich auch hier zuversichtlich zu sein, dass durch das Loslassen Platz für Neues kreiert wird. Ja, das war das Thema heute. Der Struggle, der Kampf mit Dingen, die einfach nicht gelingen wollen, bis hin zum Loslassen. Und auch da geht es um eine Entscheidung. Ich wünsche dir einen schönen Tag. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann darfst du mir gerne ein Like hinterlassen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.